Im Winter 2023-24 brachen vielen Gemeinden des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca die Wasserversorgung zusammen. Die nationale Wasserbehörde Conagua warnte vor akuter Wasserknappheit in der Hauptstadt Oaxaca de Juárez. Ursache: Aufgrund der Klimakrise kommt es zu mehr und längeren Dürreperioden. Wegen des fehlenden Regens versiegen die Grundwasserleiter und trocknen die Speicherbecken aus. Um dem etwas entgegenzusetzen, gründete sich das Foro Oaxaqueño del Agua, das Wasserforum Oaxacas. El Foro Oaxaqueño del Agua es un espacio. Dem Wasserforum Oaxacas gehören Behörden, Kommunen, AkademikerInnen und vor Ort lebende Menschen an, welche auf regelmäßigen Treffen über das Thema Wasser diskutieren. Erklärt Mauricio del Villar, Projektkoordinator des Wasserforums. Im Dezember 2025 fand das 67. Treffen des Wasserforums in San Dionisio Ocotepec statt. Die Gemeinde wollte ihre Strategie, der zunehmenden Trockenheit und dem Wassermangel entgegenzutreten, vorstellen. Dazu noch einmal Mauricio del Villar. Pues ellos inician porque se empiezan a dar cuenta que hay un proceso de falta de agua a nivel de la comunidad en términos. Es gab einen akuten Wassermangel in der Gemeinde. Es fehlte an Trinkwasser, aber auch an Wasser für die Felder. Und man stellte fest, dass der Grundwasserspiegel immer weiter absank. Daraufhin entschied die Dorfversammlung, die Grundwasserleiter wieder aufzufüllen, und zwar über die Versickerung von Regenwasser. Trabajar temas que tuvieran que ver con recuperar el agua y sobre todo infiltrarla. Die Gemeindevertreter wollten ihr Versickerungsprojekt aber nicht nur kurz vorstellen, sondern auch anschaulich erklären, wie es funktioniert. Und das geht am besten vor Ort. El día de mañana, ojalá que nos acompañen para, hacer el recorrido a los trabajos que se... Deshalb trafen wir uns am darauffolgenden Morgen an der Gemeindeverwaltung und fuhren nach einem gemeinsamen Frühstück zu den im Rahmen des Projektes ausgehobenen Versickerungsbecken. Um San Dionisio herum wurden mehrere Speicherbecken ausgehoben. Das Besondere an diesen: Sie dienen nicht der Wasserversorgung des Ortes. Das aufgefangene Regenwasser soll nämlich versickern und die Grundwasserleiter wieder auffüllen. Aus diesen kann dann wieder das Wasser für den täglichen Bedarf und die Bewässerung der Felder bezogen werden. Von dieser Idee konnte die Gemeinde nicht nur eine lokale Stiftung, sondern auch die Weltbank überzeugen. Beide zusammen sagten die Finanzierung für den Bau einer Reihe von Versickerungsbecken zu. Wie San Dionisio es schaffte, mehr als doppelt so viele zu bauen, erklärt Ciriaco Hipólito Núñez, San Dionisios Zuständiger für das Gemeinschaftsland. Tenemos otras ideas. Aquí servir, no competir. Sí, es la idea de nosotros, pues. Bei uns zählt, gemeinsam etwas zu schaffen und nicht zu konkurrieren. In einem der Projekte haben wir 500.000 Pesos erhalten. Das reichte bestenfalls für 2 Versickerungsbecken. Wir haben aber 4 geschafft. Das war nur mit Hilfe des Tequio möglich. Tequio ist fester Bestandteil des Lebens in den indigenen Gemeinden Oaxacas. Als Tequio wird unbezahlte Gemeinschaftsarbeit bezeichnet, die die Gemeindemitglieder zum Wohle aller verrichten. Auf Dorfversammlungen entscheiden die BewohnerInnen, welche wichtigen Arbeiten anstehen. Und in den Nachbarschaften organisieren sie sich dann, um diese gemeinsam zu verrichten. Am Tequio beteiligen sich alle Gemeindemitglieder: Männer, Frauen, Jugendliche und zum Teil auch Kinder. Die Selbstverwaltung der indigenen Gemeinden Oaxacas, ihr System der öffentlichen Ämter, wurde schon immer bewundert. Hier dienen die Amtsträger der Dorfgemeinschaft, ohne einen Centavo zu erhalten. Ich denke, das Tequio muss erhalten bleiben. Es hilft uns, voranzuschreiten, und so werden unsere Projekte die Projekte aller. Unterstreicht Crescencio Núñez Martínez, Präsident des Gemeinderates von San Dionisio Ocotepec, noch einmal die Bedeutung der indigenen Selbstverwaltung und des Tequios. Für Mauricio del Villar ist Selbstverwaltung auch die Voraussetzung dafür, dass die Gemeinden ihre Daseinsvorsorge in die eigene Hand nehmen und sich so ihre Autonomie bewahren können. Yo nomás agregaría
la importancia de que el agua. Ich möchte noch einmal betonen, dass es Autonomie für die Gemeinden bedeutet, wenn sie sich selber um ihre Wasserversorgung kümmern. Sie verlieren diese Autonomie, wenn das andere übernehmen. Wenn eine Kommune die Wasserversorgung in ihre eigenen Hände nimmt, stärkt sie ihre Autonomie. Vor der Rückfahrt erwartet die TeilnehmerInnen des Rundgangs noch ein kleiner Snack mit Tejate und Mezcal. Denn das gemeinsame Feiern ist wichtiger Bestandteil der indigenen Kultur. Es ermöglicht, Erlebtes zu reflektieren und neue Ideen zu diskutieren.